Dynamische Musik, so sehen unsere Klemmen aus. Вот такие у нас клеммы получились. Подключаем к ручке. Nun bleibt nur noch, den Controller anzuschließen. Dieses Kabel vom Griff, wo unser Entschalter ist, schließen wir an den Stecker an. Hier ist der Stecker. Zum Anschluss, oder hier wird ein Pedal angeschlossen. Nun, ich werde es zuerst versuchen, wie es mit diesem Griff zusammenarbeitet. Wir drücken diese Knöpfe und stecken die Drähte ein. So, alles ist angeschlossen. Als nächstes müssen wir anschließen. Hier haben wir die Stromversorgung aus der Steckdose. Wir müssen diesen Transformator speisen. Wir schließen ihn an die Klemmleiste an. Und diese beiden Kabel vom Transformator verbinden wir mit diesem Kontakt. Das wird also die Stromversorgung des Controllers sein. Als nächstes müssen wir den Leistungstransformator anschließen. Ein Kabel vom Transformator, hier, schließen wir direkt an die Klemmleiste an. Das heißt, der Nullleiter geht direkt zum Transformator von der Steckdose. Hier. Wir schließen es und das zweite Kabel vom Transformator leiten wir die Stromversorgung über einen Leistungstriak. Dafür müssen wir an einen Kontakt unter der Nummer 1 die Stromversorgung von der Steckdose anlegen. Hier habe ich ein Kabel genommen. Das Kabel könnte an diesen Kontakt gelötet werden, aber da ich es vorerst für einen Testaufbau zusammenbaue, werde ich es über eine Klemme festschrauben und mit einer Schraube anziehen, damit es leicht wieder demontiert werden kann. Nun, generell, wenn Sie die endgültige Version erstellen, ist es besser, alles zu... Und diesen Kontakt klemmen wir in die Klemmleiste, von wo unsere Stromversorgung kommt. Angeschlossen. Und das zweite Kabel, das wir bereits haben. Welches die Primärwicklung des Transformators ist, schließen wir über den Triak an Kontakt Nummer 2 an. Ich werde es auch hier unten durchführen und anschließen hierher. Die Verkabelung ist abgeschlossen. Jetzt legen wir die Spannung an. Unser Display hat sich eingeschaltet, und wir müssen dann die Leistung und die Betriebszeit einzustellen. Dies wird experimentell ermittelt. Es stellt sich heraus, dass hier die erste Einstellung, nämlich die Zeit, geregelt wird. Von 1 bis 50. Ein Wert, eine Ziffer, entspricht 20 Millisekunden. Das heißt, eine 1 sind 20 Millisekunden, eine 2 sind 40 Millisekunden. Und 50 sind 1000 Millisekunden, also eine Sekunde. 50 entspricht einer Sekunde, während eine 1 20 Millisekunden sind. Das heißt, je nach Dicke des Nickelbands oder auch abhängig von der Schweißleistung, wählen wir die Schweißzeit. Und die Leistung wird ebenfalls geregelt, hier bei 41. Die Einstellung geht von 30 bis 100. Es dreht sich. Maximal, nicht 99. Von 30 bis 99. Da ich dieses Schweißgerät noch nicht benutzt habe, weiß ich nicht, welche Parameter eingestellt werden müssen. Ich werde mit etwas wenigerem beginnen. Zum Beispiel die Zeit und die Leistung auf 46% setzen, und das werden wir jetzt testen. Ich habe eine Unterlage genommen, um diese Basis nicht zu verbrennen, da sie sonst stark erhitzt und beschädigt würde.
Hier sind Stücke von Nickelband, wir werden versuchen, sie miteinander zu verschweißen. Zuerst, bevor man Akkus schweißt, sollte man üben, da man sie durchbrennen kann und sie sich entflammen könnten, deshalb muss man vorsichtig sein. Also, wir versuchen zu schweißen. Es ist entweder nicht genug Zeit oder Leistung, das heißt, sie wurden geschweißt, aber sie lösen sich wieder. Wir erhöhen die Leistung. Stellen wir zum Beispiel 70% ein. 71. Hier ist die Dicke 0,2 mm, das ist eines der dicksten Bänder. Wir versuchen es noch einmal. Es hat sich sogar an die Unterlage geschweißt, ist kleben geblieben. Hält es? Nein, es hat sich gelöst. Also, wir versuchen, es noch weiter zu erhöhen, oder die Zeit muss erhöht werden. Zum Beispiel stellen wir 18 ein und hier 74. Mal sehen, was passiert. Also, hier sind schon Spuren auf der Unterlage geblieben, aber hier löst es sich. Na gut, wir versuchen es noch stärker. Im Allgemeinen muss man Übung bekommen. Bei 85 und 18 löst es sich schon nicht mehr. Versuchen wir, das Band an die Basis zu schweißen. Ich weiß nicht, was das für ein Material ist, aber es schweißt sich fest, es sind sogar Löcher geblieben, das heißt, es hat sich vollständig verschweißt. Im Allgemeinen bin ich kein Experte für Punktschweißen, denn dies ist erst mein erstes Modell, ich habe sie vorher noch nie zusammengebaut. Deshalb sollte ich noch etwas üben und mich daran gewöhnen. Und im nächsten Video werde ich dasselbe Schweißgerät zusammenbauen, nur werde ich eine Doppelimpulsplatine verwenden und wir werden sie testen. Die Links zu allen Komponenten hinterlasse ich in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen, auf Wiedersehen.